Servus zusammen. Ich möchte mich gleich mal als erstes dafür entschuldigen, dass zur Challenge so lange nichts gekommen ist. Dafür bringe ich euch heute aber die Ergebnisse von Februar und März 2023. Wie ihr schon sehen könnt, versuche ich heute auch ein bisschen ein anderes Setup und möchte einfach mal schauen, inwieweit dass sich das hier umsetzen lässt, so wie ich mir das denke, und ob das mit meinem generellen Setup auch so funktioniert. Aber ich hätte gesagt, lasst uns gar nicht länger warten und sehen wir uns die ersten Figuren und Einheiten an, die fertig geworden sind. Im ersten Teil jetzt mal für den Februar und dann im weiteren Verlauf des Videos die Ergebnisse für März. Bevor wir jetzt aber tatsächlich zu den Februar-Ergebnissen kommen, hier noch vorneweg ein paar Bilder aus dem Jänner. Ich möchte diese hier ganz besonders herausstellen, weil hier einfach auch so ein paar ganz tolle Kleinigkeiten auch mit eingebracht sind, wie man hier eben an diesem Beispiel hier sieht, mit der mittleren Figur, eben nicht nur generell mit der extrem coolen Gestaltung der Base, auch mit eben der Wand hier am rechten hinteren Teil, sondern auch die Art und Weise, wie dann eben neben der Bemalung selbst auch diese mittlere Figur hier in Szene gesetzt worden ist. Gefällt mir besonders gut und auch danke für diese Einsendung. Eine sehr, sehr coole Idee von dir. Oder auch zum Beispiel hier bei diesem Regiment schon mal zu erkennen die wesentlich höhere Base, aber eben auch die Farbgestaltung bei den Figuren und den extrem coolen Kontrast dann zum Base selbst mit dem Braun und auch mit den ganzen verschiedenen Pflanzen in diesen Grüntönen. Das ist sehr, sehr cool geworden, auch hier mit einem Baum dann noch als nettes Detail dabei. Sieht auch sehr, sehr cool aus. Auch eben so ein Ergebnis noch aus dem Jänner. Hier ein Regiment und ein Held für Forces of the Abyss von Christian. Was mir hier besonders aufgefallen ist schon und mir gefällt, ist eben die auch sehr einfach, aber dennoch schön gestalteten, passenden Bases für eben diese Armee. Wäre auch etwas, was ich zum Beispiel auch so ins Auge fassen würde für eine vergleichende Armee. Hier die Bilder vom Martin von Februar. Mir gefällt hier ja besonders die Farbgebung, also die Auswahl der Farben und die Farbkombination. Auch hier der Kopf zum Beispiel sticht schon sehr dann heraus mit dem Blau. Mich würde auch hier mal interessieren, was das für eine Figur ist. Ist das etwas Offizielles von Mantic oder irgendetwas anders? Falls das irgendjemand wissen sollte, schreibt mir das gerne in den Kommentaren, denn die Miniatur finde ich extrem cool, die gefällt mir sehr gut und eben auch dann in Verbindung mit dieser Farbgebung. Dann hier haben wir noch ein Regiment dazu, ebenfalls wieder ähnlich wie im letzten Monat und wieder mit dieser extrem guten und coolen Base-Gestaltung. Also da kann ich mir schon vorstellen, hier ist schon einiges an Arbeit auch hineingeflossen, alleine nur in die Base-Gestaltung. Hier sind wir jetzt bei der Brother Mark von Kodos. Was mir hier eben extrem auch gefällt, eine einfache Base-Gestaltung, wenn wir uns hier die Figuren so anschauen, mit einer kleinen Auswahl dann an verschiedenen Farben
für unterschiedliche Figuren, um hier auch ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Und dann aber diese zusammengehörigen Schilde für die beiden Einheiten, auch mit dann verschiedenen Schildtypen, wie man sieht, für zwei Einheiten. Auch das dann wieder etwas, man sagt eben das Grau bei den Bases, das hier dann sehr ein bisschen in den Hintergrund eben rückt und dann eben durch die Farben bei den Figuren und vor allem auch die Schilde dadurch mit dem Rot sehr gut in den Vordergrund treten. Auch hier schon ein bisschen dann mehr an Arbeit mit 2 Regimenter plus einem Helden anscheinend, der hier dann eben fertig wurde in diesem Monat. Wir sind noch immer im Monat Februar und jetzt bei den Redkin von Magiermeister. Hier ein bisschen was in Richtung Kriegsmaschinen, weil jetzt haben wir dann doch einiges schon an verschiedenen Infanterie- und auch Kavallerieeinheiten gehabt bei den verschiedenen Teilnehmern in den beiden vergangenen Monaten. Auch hier mal eine schöne Abwechslung, ein paar Kriegsmaschinen zu sehen und auch von der Farbgebung etwas, wo ich finde, für die Redkin genau passend, weil das muss oder soll meiner Meinung nach gar nicht zu sehr herausstechen, sondern so eher gedrungene so Erdfarben, also sehr, sehr schön geworden. Jetzt geht es weiter mit den Basileans von Torre. Hier sehen wir schon mal wieder einiges an Infanteriefiguren, die uns hier in diesem Monat erwarten, die anscheinend auch, wie wir hier sehen, in Form einer Horde aufgestellt werden und auch, wie wir schon im letzten Monat gesehen hatten, beim Jänner-Ergebnis eine sehr schöne Gestaltung der Base, auch wieder mit ein bisschen Mauerwerk, das wir hier erkennen können. Und auch diese Kombination aus dem Gelb, den Metallfarben und dem Schwarz-Braun, das wirkt auch hier alles sehr stimmig und passend eben für diese Armee ist auch das Zusammengehörige eigentlich ganz, ganz cool. Anscheinend auch mit ein paar Verlusten hier auf der Rückseite, wenn wir uns das so anschauen bei der Base, auch sehr schöne Überlegungen hier reingeflossen in die Gestaltung der Szene auf der Multibase selbst. Und dann das Ganze, was bisher bis Ende Februar fertiggestellt worden ist, nochmal gemeinsam. Die aktuellen dürften das dann 500 Punkte sein. Und zum Abschluss des Monats Februar jetzt noch von Pale Blue 2 Kavallerieeinheiten, ebenfalls für die Abyssal Forces. Und dann kommen wir schon zum März 2023. Hier wieder Forces of the Abyss von Christian. Das hat er sich vorgenommen gehabt für den März. Ein Reiterei-Regiment und dann anscheinend noch ein Schwarm dazu. Ich glaube, Imps sind ein Schwarm, wenn es mich nicht ganz täuscht. Und dann schauen wir mal, was das Ergebnis uns gebracht hat für diesen Monat. Hier die beiden bemalten Einheiten, also auch hier sieht man wieder die gleiche Base-Gestaltung und natürlich auch Farbgebung passend zum bisherigen Aufbau der Armee. Da bin ich auch schon dann gespannt, wie das so ganz dann aussieht, wenn dann Ende April, Anfang Mai dann die Challenge eben vorbei ist und ich auch Bilder der kompletten Armee hier dann euch zeigen kann.
Hier nochmal in Nahaufnahme die Reiterei. Dann kommen wir hier wieder zu den Basileans. Wieder zwei Infanterieregimenter für diesen Monat, zusammen mit einer Kriegsmaschine. Die 3 Einheiten hier im fertigen Zustand, also auch alles rechtzeitig fertig geworden, wie wir sehen. Wieder mit sehr schönen Details auf den Bases, mit diesen Blumen diesmal, eben etwas schlichter, einfacher, passt dann aber sehr gut eben zum Rest der Armee dazu, um auch ein bisschen mehr, meiner Meinung nach, schöne Abwechslung reinzubekommen und dann doch die Stimmigkeit der Armee zu bewahren. Und ganz gut zeigt sich das meiner Meinung nach hier jetzt auf dem Gesamtbild der fertigen Armee, was wir eben bisher hatten, 750 Punkte, eben mit den 3 neuen Einheiten im Vordergrund und alles zusammen eben schon sehr stimmig, wie vorhin schon von mir gemeint. Und dann eben diese ein bisschen ähnliche und dann doch wieder recht abwechslungsreiche eben Base-Gestaltung dabei. Wirkt sehr, sehr stimmig und schön. Und wenn wir schon jetzt bei den Guten waren, geht es wieder zurück auf die böse Seite zu den Forces of the Abyss. Auch hier, wie wir sehen, ein Regiment und ein Held fertiggestellt. Auch mit einer sehr stimmigen, schönen Bemalung. Was mir hier gefällt besonders, ist eben mal etwas anderes, denn meistens, zumindest habe ich bisher nur so gesehen, dass sehr viele eben auch Abyssals oder Forces of the Abyss in Rot bemalen oder eben schwarz, sehr dunkel, und hier jetzt eben mit anderen Farben mal in einer sehr schönen Abwechslung und auch mit diesem Rot und Blau wieder dabei beim Helden, was dann auch sehr heraussticht im Vergleich zu der etwas dunkleren Farbe der anderen Figuren. Das waren jetzt also die Ergebnisse von Februar und März, also schon sehr, sehr schöne Sachen mit dabei. Ich freue mich daher auch schon sehr darauf, was der Abschlussmonat April bringen wird, und ich möchte euch alle dann auch noch bitten, am Ende auch noch das ein oder andere Bild mit der kompletten fertiggestellten 1000-Punkte-Armee mitzuschicken. Ich glaube, nicht nur mir, sondern auch allen, die diese Videos hier schauen, würde es gefallen, wenn hier eben die kompletten Armeen dann zu sehen sind im nächsten Video zur Challenge. Für jeden, der jetzt dann noch mit dabei ist und vielleicht gar nicht so einen Plan darüber hat, was diese Challenge eigentlich genau ist, werde ich euch hier noch das Einstiegsvideo dazu verlinken. Da könnt ihr euch ein bisschen darüber informieren, worum es bei dieser Challenge überhaupt geht. Und sonst sehen wir uns dann wieder beim nächsten Video oder eben spätestens dann beim Challenge-Video für den April mit den Ergebnissen.